Herzlich willkommen hier zurück auf dem Georeference-Kanal. Die heutige Episode ist mal ein bisschen anders, und zwar haben wir heute kein Ausrüstungsstück, sondern wir machen mal so ein kleines Resümee, so einen kleinen Rückblick des Jahres oder allgemein seit dem Start des Kanals. Habe ich gedacht, das kann ich am besten in einem Video zusammen machen, bevor ich nicht so ein Einjahres-Ding, Geburtstag feier quasi, weil sich das von der Zeit her weil es nicht so krass auseinander liegt halt einfach. Und zwar habe ich den Kanal erstellt am 16. August 2022 und das erste Video habe ich hochgeladen, das würde ich auch quasi so als Start bezeichnen, war dann am 2.10.2022. Ja, seitdem sind mit dem Video heute 63 Videos online gegangen. Finde ich, ist an sich ein ganz guter Schnitt. Ich habe immer versucht, mindestens einmal die Woche ein Video rauszubringen. Klappt natürlich nicht immer, ist Familie, Beruf, alles was so dazwischen kommen kann und natürlich auch immer ein bisschen Spaß und Zeit, Lust, die man haben muss, um nochmal sowas fertig zu machen, weil es zum Teil ja auch schon mal ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber der Wille war auf jeden Fall da und deswegen finde ich die Zahl eigentlich schon ganz in Ordnung auf jeden Fall. Zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt heute Mittag am 31.12., wo ich das Video aufnehme, haben wir genau 1020 Abonnenten. Das freut mich auch besonders, dass ich noch vor Jahresende die Tausender-Marke knacken konnte. Danke natürlich da an alle treuen Zuschauer, Follower, wie auch immer, die mich auf den ganzen Seiten unterstützen, mit denen ich im Austausch bin, die meine Videos sehen, die kommentieren etc. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und natürlich auch vielen Dank an alle, ja, die mir das Ganze so ein bisschen ermöglicht haben oder mich auch in die Richtung gedrückt haben, so ein bisschen. Gerade auch Erik vom Prepared Podcast, der mit seiner Arbeit da ein ganzes Stück Vorarbeit geleistet hat, dass ich den Schritt gewagt habe und gesagt habe, okay, ich fange mit YouTube an. Und natürlich auch noch Robert Plotzenhotz, Lorenz, der auch viel, mit dem ich zeitgleich ungefähr gestartet bin und wir uns sehr gut austauschen konnten, gerade was Technik und alles anging. Und ja, die haben mich auf jeden Fall seitdem auf dem Weg sehr eng begleitet, plus noch viele andere. Deswegen auch nochmal Dank an alle, die ich jetzt nicht so namentlich genannt habe, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Dann wollte ich mal kurz nochmal auf die Videos zurückkommen. Ich habe auch neben den Videos 5 Shorts hochgeladen. Shorts ist einfach überhaupt nicht so mein Ding. Ich habe versucht, immer mal so ein paar kleine Szenen nett nochmal in so einer Shortform zu verpacken. Aber da muss man wirklich Lust zu haben. Vielleicht bin ich da zu alt für und keine Ahnung, habe da nicht so viel Bock drauf. Ich finde, die Arbeit ist es zum Teil nicht wert, die man dann nochmal extra in so ein komisches kleines Video reinmacht. Ist manchmal ein cooles Tool, um nochmal irgendwie ein paar Referenzfotos zu verpacken und nochmal in einem ganz kurzen Kontext. Aber ansonsten bin ich halt eher der Fan von den normal langen Videos, die bei mir meistens, weiß nicht, irgendwas zwischen 6 und 15 Minuten gehen, um da dann halt detailliert auf Ausrüstung etc. und die Entwicklung, wie auch immer, eingehen zu können. Während der Zeit habe ich 19 Playlisten erstellt. Ich habe jetzt gerade auch in letzter Zeit immer noch mal die ein oder andere Playlist eröffnet mit schon mal so einem kleinen Intro-Video. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da muss man nicht vor jedem neuen Video, was ungefähr aus der gleichen Riege kommt, wie zum Beispiel die Leg Rigs, also Taschen für die Beine etc., wieder beim Urknall anfangen, sondern man kann dann auf das erste Video verweisen und hat dann da schon mal so ein paar Grundinformationen und dann habe ich ein bisschen mehr Fokus auf dem eigentlichen Teil, was ich dann in Zukunft vorstellen werde. Und diese Playlisten werden natürlich weiterhin immer mit neuen Videos gefüllt. Da kommen auch garantiert noch ein paar Playlisten dazu. Das ist ja immer so ein bisschen, das ganze Projekt ist ja ein bisschen am Leben und entwickelt sich natürlich auch weiter. Und ja, da habe ich dann auch jetzt schon ein paar Ideen, was nächstes Jahr noch kommen wird, gerade weil das auch angefragt wurde. Ich werde auch noch ein bisschen mehr auf Bekleidung, die sich in meiner Sammlung befindet, eingehen. Auch Raid Mod wurde ja schon öfter mal genannt. Das muss natürlich auch mal so ein bisschen zeitlich ganz gut in die Videos passen, die ich so rausbringe. Aber das ist auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm, habe ich alles noch notiert. Also Bekleidung wird noch kommen. Dann war noch ein bisschen, was wir auch vorher schon mal, oder was ich auch mit Erik immer mal mache, diese Analyse von Filmen etc. Machen wir ja so jetzt im Podcast-Style. Sowas wird garantiert auch nochmal in bebilderter Form ein bisschen kommen als Videos. Dann habe ich so allgemein, ja, hatte ich vorher schon mal angesprochen, so ein bisschen die Bildanalyse mal zu machen, dass man sich ein interessantes Bild rausnimmt mit älterer Ausrüstung etc. und dann einfach mal guckt, was denn der Soldat alles so dabei hat. Da wird es natürlich auch mal Sachen geben, die man, je nachdem, was es für ein Foto und wie die Qualität ist, die man nicht so genau identifizieren kann.
aber gemeinsam sollte man da schon einiges möglich machen. Dann habe ich noch im Petto, es wurde mal angefragt, ob ich auch mal was zu meiner Ausrüstung machen kann, die ich selber aktiv genutzt habe. Das wird auch nächstes Jahr dann mal kommen, werde ich irgendwann mit einsteigen, dass wir da mal so ein bisschen gucken. Es war auch, hat viel variiert natürlich, und auch das ist so ein bisschen geschichtlich gebunden, gerade als ich angefangen habe und zu dem, wo ich dann irgendwann gewesen bin. Und das wird nächstes Jahr dann auch in Angriff genommen. Was ich mir noch vorgenommen habe, ist so ein bisschen, dadurch, dass ich ja auch einiges an Bundeswehrmaterial habe, dass ich da so ein bisschen in die Einsätze der Bundeswehr gehe und dann da auch vielleicht anhand von Bildern gerade so ein bisschen den zeitlichen Ablauf im Fokus habe, was denn so Soldaten im Einsatz an persönlicher Ausrüstung etc. getragen haben und das ein bisschen mit Bildern und natürlich auch mit Teilen, die ich hier habe, so ein bisschen verdeutlichen möchte. Ich glaube, das ist ganz spannend, gerade weil man da eine ganz schöne Entwicklung erkennen kann und dass auch der ein oder andere sich gewünscht hat, dass immer noch mal ein bisschen mehr Bundeswehr kommt, weil natürlich als deutschsprachiger YouTube-Kanal und einem Kanal aus dem deutschen Raum hier die Bundeswehr natürlich mal anders gefragt ist, noch zusätzlich zum internationalen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei meinen treuen Zuschauern. Wer noch nicht hat, wer noch möchte, wie auch immer, gerne ein Abo dalassen. Und dann wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, die ganzen neuen Projekte, alles, was noch so anstehen wird. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Kommt gut ins neue Jahr und feiert schön im Kreis der Familie oder wie ihr es eben am liebsten macht. Wir sehen uns. Ciao.